Ich bin Sophia Piacenza und ich bin Mathematikstudentin im Master. Und ich habe den diesjährigen Maria-von-Linden-Preis vom Zentralen Gleichstellungsbüro der Uni Bonn gewonnen, weil ich mich seit 5, 6 Jahren ehrenamtlich an der Uni Bonn in der Mathematik für Gleichstellung und mehr Diversität einsetze. Ich habe angefangen, mich ehrenamtlich einzusetzen, auch über die Fachschaft Mathematik. Vielleicht das größte Projekt ist die Tea Time with Women in Mathematics, das ist eine Vernetzungsveranstaltungsreihe für Flinterpersonen in der Mathematik. Wir hätten es am liebsten von der Studentin bis zur Professorin. Meistens geht es eher von der Studentin bis zur Postdoktorandin. Die können da kommen, Tee trinken, Kekse essen, sich vernetzen. Manchmal haben wir Sprecherinnen da, also manchmal gibt es gewisse Themen. Oft machen wir was zum Thema Karriere. Dann laden wir Frauen ein, die mal Mathe studiert haben und jetzt irgendwo arbeiten und was total Interessantes machen. Und dann erzählen die uns, wie sie da gelandet sind, was so die Wege waren, ob es den einen oder anderen Umweg gab. Einfach um ein bisschen auch zur Inspiration zu dienen, dass man mit Mathe auch mehr als eine Sache machen kann. Wir haben das ins Leben gerufen mitten in Corona, wo niemand mit irgendjemandem vernetzt war. Da haben wir das online gemacht. Wir haben den Leuten Tee nach Hause geschickt damals. Also da habe ich in meinem Wohnzimmer gesessen und Tee in Briefumschläge geklebt und den Leuten geschickt, dass man dieses Gemeinsamkeitsgefühl haben konnte. Und später waren wir dann richtig glücklich, als wir uns endlich in echt treffen konnten und in echt beieinander sitzen konnten. Aber da muss man auch die Räume buchen, Sprecherinnen anfragen, sich überhaupt erstmal Themen überlegen. Werbung, 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 immer Werbung machen, Poster designen, Poster aufhängen, E-Mails schreiben, Podiumsdiskussionen vorbereiten. Also auch wenn wir Sprecherinnen da haben, machen wir ein kleines Interview mit denen oder eine Art Podiumsdiskussion. Da muss sich auch irgendwer überlegen, was man die fragt, worüber man reden kann. Wir haben auch schon Leute da gehabt, die Vorträge halten, zum Beispiel zum Thema Geschichte von Frauen in der Mathematik, die ja oft übersehen worden sind historisch. Das war mal ein Thema, da mussten wir auch irgendwie überlegen, gut, jetzt haben wir einen Vortrag zu diesem Thema. Also viel unsichtbare Arbeit im Hintergrund und dann am Tag selber ein bisschen aufbauen, ein bisschen schauen, dass alles gut läuft. In der Gleichstellung und im Ehrenamt ist Teamwork alles, würde ich sagen. Also ich habe das nie alleine gemacht oder alleine hätte machen können. Also ich habe unfassbar viele MitstreiterInnen in der Mathe. Von wirklich Studierenden bis zu Profs, Hochleuten, die das unterstützen, die dabei sind, die mithelfen, die tatkräftig anpacken, die einem manchmal den Rücken stärken oder die auch Ideen einbringen, mit denen man also allein kann man auch nicht Ideen haben für, ich glaube, wir haben inzwischen um die 20 Tea Times gehabt. Ich habe nicht 20 Ideen für Events, aber bestimmt haben insgesamt schon über ein Dutzend Leute Tea Times organisiert. Die haben 20 Ideen zusammen und irgendwas finden, was man machen kann. Ja, da braucht man dann die anderen Leute für und immer alles zusammen. Eigentlich nie im Alleingang. Das ist ja auch ich weiß nicht, im Spirit von der Sache. Man will ja zusammen daran arbeiten, dass es für alle besser wird. Ich glaube, für mich ist vielleicht das Exzellenz, dass alle dabei sein können und alle ihr Bestes geben können, unabhängig davon, wo sie herkommen, wie sie geboren sind, wie sie aussehen. Es wäre ja eigentlich schön oder es sollte ja eigentlich so sein, dass es nur darauf ankommt, was kann man leisten, was kann man denken, was kann man schaffen und nicht irgendwie die anderen Sachen. Und deswegen arbeite ich ja auch daran, dass alle hier so studieren, arbeiten, forschen können, wie sie das wünschen und nicht von Sachen aufgehalten werden, die im Weg stehen, wie Diskriminierung, Belästigung oder so. Also ich glaube, für mich ist Exzellenz einfach, dass alle die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie wollen und das dann auch zu schaffen.